Solar. So long. Nee, herzlich willkommen bei Pauli-Mod. Ich bin Timo und heute geht es ums Kalibrieren von Bügelmessschrauben. Bevor ich euch das Kalibrieren zeige, möchte ich kurz auf die Bügelmessschrauben eingehen. Wir haben drei Größen: 0 bis 25 mm, 25 bis 50 mm und von 50 bis 75 mm. Die Bügelmessschrauben sind alle gleich aufgebaut. Ich nehme hier eine raus, und zwar die 0 bis 25 mm. Die besteht aus der Messfläche, dem Messbügel, der Skalenhülse hier, der Messtrommel und der Gefühlsradsche. Wir haben in einem separaten Ratgeber schon erklärt, wie man das abliest. Im Wesentlichen will ich hier nur im Praktischen drauf eingehen. Wenn man die Bügelmessschraube anlangt, nimmt man sie mit den Fingern dort, wo es Plastik ist. Das ist quasi der Isolator. Warum? Die Bügelmessschraube misst bis auf ein Hundertstel genau. Die Wahr mit der Hände würde das Messergebnis verfälschen. Und darum ist es auch wichtig, dass das Werkstück und die Bügelmessschraube dieselbe Temperatur haben. Im Idealfall sind 20 Grad. Um das jetzt zu messen, zu schauen, nehme ich folgenden Trick. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Messfläche sauber ist. Wie putzt man die? Ich mache es immer so, aus meiner praktischen Erfahrung. Ich nehme ein Stück Papier, lege es dazwischen, drehe es zusammen und ziehe dann quasi das Papier nach außen. Und eventuelle Rückstände und Anhaftungen sind am Papier. Hier war es jetzt sauber, Vorführeffekt. Und jetzt ist die Messfläche in Ordnung. Jetzt gehen wir auf den zweiten Punkt ein mit dem Kalibrieren. Und zwar ziehen wir mit der Gefühlsradsche die Messflächen so zusammen, dass die Gefühlsradsche durchdreht. Wenn da der Fall ist, klemmen wir und schauen, ob die Null von der Messtrommel mit dem Strich auf der Skalenhülse übereinstimmt. In dem Fall sehen wir, es stimmt nicht. Und darum stellen wir das jetzt nach. Wir drehen hier nochmal zu. Wir sehen, die Null von der Messtrommel mit dem Strich von der Skalenhülse passt nicht überein. Darum klemmen wir es hier. Jetzt haben wir hinten eine Bohrung und mit der Bohrung können wir mit dem mitgelieferten Schlüssel drehen. Und das machen wir jetzt so, dass der Strich und die Null gegenüberstehen. Ja, geht ein bisschen störrig, aber jetzt funktioniert es einwandfrei. Wir sehen, das ist jetzt in einer Linie und damit haben wir das Messwerkzeug kalibriert. Nicht eingestellt, sondern kalibriert. Wir drehen nochmal auf, wir drehen nochmal zu und überprüfen das Ergebnis. Bitte immer mit dem nötigen Gefühl zudrehen, weil in dem Moment, wo wir mit Schwung zudrehen oder zu langsam, passt es nicht. Also immer normal zudrehen. Weil in dem Moment, wo wir mit Schwung zudrehen, verfälscht das Ergebnis. In dem Moment, wo wir ganz langsam zudrehen, passt es wegen der Gefühlsrätsche. Und jetzt haben wir es eingestellt. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei der von 20 bis 50 mm oder bei der von 50 bis 75 mm es mit einem Endmaß zu messen. Wir können die Trommel gar nicht so weit zudrehen, dass sich die Messflächen berühren. Darum haben wir ein Endmaß drin. Das Endmaß nehme ich raus. Aber bevor ich das mache, nehme ich wieder ein Stück Papier, gehe über die Messflächen, mache das Gleiche natürlich auch beim Endmaß. Und dann klemme ich das Endmaß hier zwischen die Messflächen. Ja. Jetzt ein bisschen tricky. Und wir sehen, auch da passt es nicht ganz. Das heißt, wir machen es zu, nehmen hier den Schlüssel, gehen mit dem mitgelieferten Schlüssel hinten in das Loch an der Skalenhülse, testen aus, weil das Richtige ist und
stellen es nach, ein Stückchen. Das geht ein bisschen stramm, was aber auch in Ordnung ist. Jetzt nehmen wir es hier, klemmen wir wieder auf, Gefühlsrätsche auf, wieder alles zudrehen. Hier die Plastikumhüllung, dass die Körperwärme nicht überflüssig hingeht. Und dann drehe ich hier zu mit der Gefühlsratsche und wir sehen 0 auf 0. Man könnte es jetzt noch minimal einstellen, wenn wir jetzt zudrehen und hier den Schlüssel benutzen. Hinten am Loch einführen. Hier die Skalenhülse ein bisschen drehen. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja, die Skalenhülse sitzt stramm. Was allerdings auch wichtig ist, sie soll sich auch nicht einfach so verstellen. Und jetzt passt es. Jetzt haben wir ein tolles Ergebnis. Ja, tun wir das Endmaß mit 50 mm zwischen die Messflächen klemmen. Was ein bisschen eine fummelige Arbeit ist. Ziehen es fest. Mit der Gefühlsratsche klemmen. Und von hinten in das Loch mit dem Schlüssel können wir dann den Wert so verstellen, dass die 0 gegenübersteht. Okay, dann kann man es so weit einstellen, bis es passt. So, und das war jetzt eigentlich alles, was man wissen musste, um die Bügelmessschrauben zu kalibrieren. Im Wesentlichen ist es kein allzu großes Hexenwerk, wenn man auf Ordnung, auf Sauberkeit achtet und wenn man die Messflächen sauber hält. Um die Messflächen sauber zu halten und auch die Bügelmessschraube ordentlich aufzubewahren, wird alle Produkte von den Bügelmessschrauben bei Polymod innerhalb von so einer Plastikbox aufbewahrt, die zum Serienumfang gehört, mit dem Schlüssel, mit einer Schaumstoffeinlage, mit einem Endmaß, alles beim Kauf mit dabei. Beschädigung oder Dreck hassen die Bügelmessschrauben, darum ist es wirklich extrem wichtig, dass man nicht nur bei Bügelmessschrauben, sondern auch bei Messgeräten allgemein immer auf Ordnung und auf Sauberkeit Wert legt, sie immer separat hält und schaut, dass die immer ordentlich verstaut sind. Nur so kann man sich sicher sein, dass man mit den Bügelmessschrauben eine lange Freude hat und auch immer das optimale Messergebnis hat. Das war die Zusammenfassung von Bügelmessschrauben. Wir hoffen, dass ihr einiges gelernt habt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder vielleicht sogar eine Idee über ein neues Video, lasst es uns wissen. Wir schauen dann, dass wir es umsetzen können. In diesem Sinne, messt gut, macht's gut. Tschüss.